Was ich jetzt alles erlebt habe in der kürzesten Zeit, ist schon extrem. Also kannst gleich was unternehmen, spontan einsteigen und losfahren. Ja, also ich bin der Cesar Karakoc, bin 40 Jahre alt und komme hier aus dem Raum Stuttgart-Böblingen-Nähe. Was mich ausmacht, ich denke mal sehr ehrgeizig auf jeden Fall und sehr vertrauenswürdiger Person, weil mir wird man echt sehr viel anvertraut. Zu meiner Erkrankung, es nennt sich spastische Tetraparese und auf Deutsch übersetzt in Kurzform Gleichgewichtsstörung. Und das ist bei mir seit Geburt an gewesen. Mein Skevo Pro habe ich seit dem 16.10.2025. Die Geschichte war so, das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, Höhlen des Löwens. Und irgendwann 2024, als ich im Urlaub war, saß dann auf dem Balkon mit dem Handy und habe einfach mal im Internet gesurft und geschaut, getan. Und dann kam mir plötzlich die Werbung von Skevo entgegen, dem Schrift kostenlose Probefahrt. Da dachte ich mir, stimmt, da war ja was. Hab's dann halt quasi ausgefüllt, verschickt. Und irgendwann nach 2 Wochen später kam halt plötzlich der Anruf, wir sind spontan bei dir ums Ecke, wenn du willst, kannst du heute noch Probefahrt fahren. Dachte mir, jawohl, geil. Und so kam ich quasi dazu und dann ging es halt los. Als erstes auf jeden Fall, wie man es halt gleich erkennt, dass es ein bisschen anders ist als andere E-Rollstühle, auf jeden Fall durch die Raupen Treppensteiger und auf jeden Fall noch auf Augenhöhe. Das ist ja eine schöne Funktion da, wo man hochfahren kann, dass man mit den Leuten auf Augenhöhe reden kann. Da gibt es schon einen besonderen Punkt und zwar ist es durch die Spastik, habe ich in gewissen Momenten, wenn ich hinter vielen Menschen bin, da setzt sich die Spastik dann schon ein und durch den Skevo bin ich dann halt erleichtert und kann dann halt schneller handeln als ohne das. Da gibt es so einige Funktionen, aber ich bin generell eigentlich dieser Person, der alle Funktionen gerne mal testet. Einfach auch just for fun, mal einfach macht und tut, auch wenn es gerade nicht sein muss, aber nutzt, glaube ich, 90% alle Funktionen und wenn sie schon da sind, warum nicht nutzen? Ja, die Liegefunktion in der Sonne. Besonders im Sommer, jetzt macht's Spaß. Da gucken da auch die Leute dann so, was ist mit dem los? Pro ist ein Teil mehr für ehrenamtliche Tätigkeiten. Und zwar bin ich seit 2014 ehrenamtlich tätig in der Fußballabteilung als Kassenwart. Inzwischen mache ich zwar ein bisschen mehr als Kassenwart, aber besonders halt jetzt jeden Sonntag beim Heimspielen kassieren ist es schon sehr hilfreich auf jeden Fall. Das letzte Punkt ist eigentlich das Wichtigste, diese Unabhängigkeit, Freiheit. Also ich habe es finanziert bekommen von der Krankenkasse, das wurde 100% komplett erstattet quasi von denen. Und zwar war das schon ein komplizierter Prozess. Eigentlich hätte ich es auch recht schnell bekommen sollen, aber es gab halt wie immer dieses Bürokratie und dafür braucht man schon sehr starke Nerven und Argumente besonders. Und da ich so ein hartnäckiger Mensch bin, der nicht locker lässt und vor allem weiß, dass ich im Recht bin, dann gibt es sowieso keinen Halt, dann kämpfe ich auch darum, bis ich es habe. Das Wichtigste ist einfach, du brauchst Argumente dafür, warum du es überhaupt brauchst und warum du es überhaupt möchtest. Ich habe eigentlich einige Hobbys, aber was mich auf jeden Fall sehr geprägt hat, ist dieses, dass ich öfters und schnell einfach selbstständig irgendwo hin kann, ohne irgendjemanden zu fragen zu müssen, ob mich jemand fahren kann oder begleiten muss oder sonst irgendwas. Einfach in den Rollstuhl rein und zack, bist schon weg. Ich war schon davor ein selbstbewusster Person, aber durch den Skevo ist es noch mehr verstärkt, weil noch mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Du bist da total unabhängig. Du brauchst nicht wirklich jemanden, der dich begleitet oder dir hilft oder sonst irgendwas. Du kannst gleich was unternehmen, spontan einsteigen und losfahren. Was ich jetzt alles erlebt habe in der kürzesten Zeit, ist schon extrem. Also ich habe davor bin ich schon auffällige Person gewesen
Aber jetzt durch den Skevo bekommst du das erst recht noch mehr wieder mit. Wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich auf die zu und erkläre es dann denen und zeige es denen. Und dann sind die erst noch mehr fasziniert. Und das macht mir halt besonders viel Freude, wenn ich den Leuten etwas mitteilen kann und zeigen kann, was es quasi alles möglich ist. Ja, ich war schon immer ein aktiver Mensch. Es gibt Zeiten, da bin ich eigentlich nur zum Schlafen, glaube ich, nach Hause. Und durch den Skevo, jetzt wo es Sonne ist, bin ich draußen. Und zwar jetzt erst vor kurzem, ich war vor 2 Wochen oder so, war das glaube ich, in Köln. Mein erster großer Fernreise mit Skevo. Und ja, diese Freiheit einfach, wo du einfach tun und machen kannst, was du willst und worauf du Lust hast. Ja, mein Lebensmotto habe ich sogar tatsächlich auf meinem Rücken tätowiert. Und zwar, we have a choice to live or to exist. Und das lebe ich besonders. Wie ich es eigentlich vorhin betont hatte, dass ich quasi selbstständig und unabhängig von irgendjemandem gleich in den Rollstuhl einsteigen und gleich einfach losfahren kann und machen kann, was ich eigentlich vorhabe oder geplant habe oder spontan. Das ist halt das Schöne daran.